Was bedeutet die Verletzung von Jude Bellingham für Arda und die NFL kehrt 2026 ins Bernabeu-Stadion zurück? Yes, mein Name ist Dennis, Hala Madrid, willkommen zurück auf meinen Kanal. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht folgt, dann macht es bitte jetzt. Das würde mich natürlich super freuen und das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Dann gehen wir auf jeden Fall super cool in die Zukunft mit immer jeden Tag fast Stories über Real Madrid. Ja, wobei könnte jetzt die Verletzung von Jude Bellingham Arda Güler helfen? Ja, im Moment ist Arda das Thema. Es ist einfach so, weil er eben auch, für mich ist es sehr traurig, dass der Junge, ja, es ist ein bisschen schwierig für ihn. Er könnte locker auf der 10 spielen, da wo er hingehört. Er wird immer ausgewechselt und so weiter. Und deswegen thematisiere ich das im Moment auch. Es gibt natürlich auch andere Themen, logischerweise ist ja nicht nur Arda, in jedem Video gibt es ja auch genug andere Themen, aber Arda ist eben auch immer dabei im Moment und ich gehe mal von aus, oder ich bin gespannt, was jetzt passiert, was unser Trainer macht, wenn Jude jetzt 1 Monat ausfällt. Ja, 1 Monat fällt er aus, für viele juhu, für viele auch, ob das jetzt so gut ist, weiß keiner. Ich sage mal so, ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt keine Schadenfreude, ich will nicht einen Muskelriss haben und so, das wünscht man niemanden, aber das könnte jetzt was Positives für Arda sein. Allerdings bin ich mir bei unseren Trainern nicht so sicher. Vielleicht könnte Arda auf einmal auch ins Tor stellen. Ihr kennt das ja. Ne? Er ist ja auch der beste Spieler mit auf dem Feld, die letzten 2 Spiele zum Beispiel oder oft, und wird dann einfach mal ausgewechselt. Kann man machen, obwohl man noch nicht mal führt. Ja, wenn man 3-4-0 führt, kann nicht mehr, ist das auch in Ordnung. Aber nein, er wird einfach so ausgewechselt. I don't know, warum das so ist. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wenn Bellingham nicht spielt. Aber wahrscheinlich wird Tchouaméni auf der 10 spielen und Arda wieder nicht. Also ganz ehrlich, dann kann ich den Jungen verstehen, wenn er irgendwann auch mal sauer wird oder sich verarscht vorkommt. Ganz ehrlich. Und man darf auch nicht vergessen, man sieht unser Trainer das nicht. Arda Güler hat die meisten Torvorlagen für Mbappé gemacht. Das ist doch nun mal so. Das ist der Torvorlagengeber Nummer 1. Was ist da so schwer dran, das zu verstehen? Ja, guck mal, ihr merkt, mir fehlen immer die Worte. Mir fehlen immer oft die Worte, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Wenn man sieht, das läuft, wenn man sieht, da kann der am besten spielen, derjenige Spieler, der muss man eben switchen und das so umstellen. Wenn Arda Güler auf der 10 besser ist als Bellingham ist zum Beispiel, dann muss er das spielen. Er kann Bellingham auf der 8 spielen oder auf der 6. Whatever. Oder auf der Bank sich auch mal hinsetzen. So. Weil er ist eben nicht im Moment der Beste. Schon lange nicht. Ja, 2 Jahre, die ersten Saison, richtig, kann man nicht sagen, wirklich sehr gut gespielt, richtig gut. So. Aber er hat wie nennt man das? Freiheitsschein nicht, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, und das darf nicht sein. Und wenn der Trainer sich denn, das hatte ich auch in gestrigen Video schon einmal kurz angesprochen, wenn unser Trainer sich denn hinstellt in einer Pressekonferenz und sagt, das sind unsere besten Spieler. Erstmal, das sind unsere besten Spieler, hat er, glaube ich, gesagt. Und die spielen immer. Ja, dann kann Bellingham, Vinny und Co. machen und was sie wollen. Sie werden doch schon so spielen. Sie können sich eigentlich auch hinsetzen, in Schneidersitz, so wie Valverde. Ne? Und so ein bisschen, nur dass der das immer beim Tor macht. Aber so können sie sich doch komplett da hinsetzen. Sie wissen ja, okay, kann ja trotzdem spielen. Er bleibt da. Der hat 90 Minuten mit Sarkasmus ein bisschen jetzt, ne? Kann ja ein bisschen, obwohl der Sarkasmus nicht witzig ist. Er kann ja da, setzt sich so einfach so an der Seitenlinie 90 Minuten. Oh, lassen wir 90 Minuten durchspielen. Und nächsten Spieltag lassen wir ihn spielen. Ist doch geil. Ja, das geht einfach nicht. So, und deswegen, also, ich kann für Arda hoffen, dass er auf der 10 spielt. Ich gehe im Moment noch nicht davon aus, leider. Ich werde dann auch wahrscheinlich viel zu meckern haben, wie auf TikTok immer. Wie gesagt, da mache ich immer die Aufstellung, ne, 1 Stunde vorher. Das geht immer so durch die Decke, die Videos, weil das ist ein Thema, das ist klar, selbst da beschäftigt das so viele Leute mit Arda und so. Ich mache noch nicht mal das, ne? Ich mache nicht die Stories. Das ist so. Ja, und dementsprechend bin ich gespannt, was passiert. Ihr könnt ja mal unterschauen, was meint ihr, was jetzt passiert? Wo spielt ein Arda Güler? Wo wird er ihn aufstellen? Oder wer das so lassen? Wird Arda nicht auf der 10 spielen? Ich hoffe für Arda, dass das auf jeden Fall so kommt, ja. Aber ich werde euch natürlich auf den Laufenden halten. So, und die zweite Story heute ist die NFL. Ich bin übrigens neben Real Madrid ein Buffalo Bills Fan. Yes. Und leider sind wir nicht im Super Bowl. Und von meiner Frau aber, die
Seahawks sind in Super Bowl. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall, die kommen wieder in das Bernabeu-Stadion 2026. Geil, die NFL ist dort zurück. Das war ja auch nice, ne? Und ganz ehrlich, manchmal als eingesessener Fußballfan, aber ich bin auch eben schon ganz lange Footballfan, richtiger Footballfan, genau wie Fußball. Wenn man manchmal, vor allen Dingen in den Playoffs, die Spiele sieht und dann rüber switcht ein Fußballspiel. Ganz ehrlich, Real Talk, gib das zu. Da ist Fußball manchmal echt langweilig. Und dann diese Weicheier manchmal. Da kommen wir dazu. Das ist eine ganz andere Liga, wenn man natürlich die Regeln versteht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich find's nice, dass die NFL, ich hoffe natürlich mit Buffalo am besten, oder vielleicht kommt Buffalo auch nach Deutschland, wäre natürlich nice, wenn die dorthin kommen, weil das in den geilsten Stadion, dann auch noch die Buffalo Bills, das ist ja der Stil. Ich gehe zwar nicht von aus, ich weiß nicht, ob die Buffalo Bills überhaupt nach Deutschland kommen, aber es wäre nice, weil die Buffalo Bills haben auch anderes Probleme mit dem Trainer, aber da ist ja jetzt, ja, der Office-Koordinator ist jetzt, oder unser Office, genau. Ich bin schon wieder, ich finde, das macht mich alles wahnsinnig mit Arda Güler. Nicht die Sturmoffensive, der Koordinator ist jetzt Trainer. Genau, Offensivkoordinator. Der ist jetzt Haupttrainer. Naja, wir sind als Bills-Fans nicht ganz so zufrieden, aber wir hoffen, und da kommen ja vielleicht noch andere, was da getradet wird. Da ist ja Traden an erster Stelle und nicht, Transfers. Das läuft ein bisschen anders. Dementsprechend freue ich mich aber, dass, egal welches Team jetzt kommt, dass die NFL zurück ist in den geilsten Stadion in Europa oder beziehungsweise auf der Welt, ne, und so weiter und so fort. Das ist nice. Mal gucken, ob man da hinkommt und dementsprechend schön für Buffalo sein. Egal. Ihr könnt aber direkt gerne unterschreiben, für welche, wenn ihr Football guckt, für welche Mannschaft ihr seid. Ich wollte eigentlich nur kurz, das geht ja nicht um Football, ich wollte nur erwähnen, dass die NFL zurück ist. Habt ihr ja gesehen, ich habe es eingeblendet und ja, freue ich mich. Und Arda Güler vielleicht jetzt endlich für einen Monat auf der 10. Das Schlimme ist nur, wenn er das macht und er sieht, dass Arda Güler gut ist, dann lässt er ihn bestimmt trotzdem nach einem Monat nicht mehr auf der 10, weil dann Bellingham wieder zurück ist. Denkt an meine Worte. Ja, dementsprechend gibt's heute nichts mehr zu sagen. Das war eigentlich alles. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Mal gucken. Und dann in Hala Madrid. Und denkt dran, abonniert meinen Kanal. Das wird mich super freuen, damit wir größer werden, Freunde. Also schön abonnieren. Und hier geht's nicht nur um Ada, hier geht's um komplett Real Madrid, Freunde. Ist doch klar. Und Ada natürlich gehört ja auch dazu. Ne? Also Hala Madrid, Freunde. Und bis zum nächsten Mal.